Yo Leute, was geht? Ich zeige euch heute 10 MTB-Tricks, die ihr unbedingt können müsst. Dadurch, dass die Tage wieder kürzer werden, alle Bikeparks schließen und das Wetter echt schmuddelig wird, macht es ja echt Sinn, mit seinem Fahrrad sich einen Parkplatz zu suchen, irgendwo eine freie Fläche oder eine Tiefgarage und einfach mal an seinen Basic-Tricks und an der Radkontrolle zu üben. Und dafür zeige ich euch heute diese 10 Tricks mit meinem Rosebike Soulfire Freeride Bike. Und was ihr dafür benötigt, ist eben einfach nur das Fahrrad, eine Fläche, ein Helm und eine Handvoll Motivation. Wir fangen an mit dem ersten Trick, dem Stoppie. Der Stoppie ist ein ziemlicher Basic-Trick, bei dem ihr einfach mit einer moderaten Geschwindigkeit anfahrt, die Vorderbremse zieht, euch nach vorne über das Fahrrad überbeugt und auf dem Vorderrad balanciert, leicht in die Knie gehen, die Arme sind angewinkelt, setzt das Ganze wieder ab und rollt weiter. Und der Stoppie sieht natürlich auch einfach extrem cool aus, wenn ihr irgendwo richtig schnell anfahrt und dann auf dem Vorderrad zum Stehen kommt. Trick Nummer 2 ist der sogenannte Fakie. Bei dem Fakie rollt ihr in einer Rückwärtsbewegung einige Meter, zieht dann euer Vorderrad und euren Lenker ein und fahrt wieder in die richtige Richtung weiter. Was beim Fakie am Anfang enorm hilft, ist es, wenn ihr euch irgendwie eine kleine Bank sucht, auf die ihr hochfahren könnt, dann von da Speed mitnehmt und rückwärts wieder rausrollt. Zu den Tipps: Ihr müsst mit genug Körperspannung, mit angewinkelten Armen und Beinen diese Anhöhe hochfahren und dann, wenn ihr zurückrollt, müsst ihr euch am besten einen Punkt bei eurem Fahrrad fixieren. Wenn ihr überall hinguckt, aber nicht auf eine Stelle, dann kommt ihr leicht aus der Balance raus. Ihr rollt mit Speed ein bisschen nach hinten, dreht den Lenker dann leicht ein in die entgegengesetzte Richtung, in die ihr hin wollt, zieht die Hinterradbremse, zieht das Fahrrad rum und rollt weg. Da der Trick zuvor ja aber ein Stoppie war, könnt ihr das Ganze auch gut mit dem Stoppie kombinieren. Ihr macht einfach einen Stoppie nach vorn, nehmt den ganzen Schwung von vorn wieder mit nach hinten, rollt 1-2 Pedalengänge nach hinten, dreht den Lenker ein, zieht die Bremse und zieht wieder rum. Trick Nummer 3, den ich euch zeigen will, ist der Wheelie. Das sollte ja den meisten von euch ein Begriff sein. Ihr fahrt auf eurem Hinterrad im Treten eine gewisse Strecke entlang und kontrolliert das alles durch die Vorder- und die Hinterbremse. Die Vorderbremse ist natürlich nicht so krass von Nutzen, weil das Vorderrad ja eh oben ist, aber manchmal, wenn man die zieht, hat man einfach eine bessere Balance, weil sich das Vorderrad nicht mitdreht und das ganze Fahrrad einfach stabiler wirkt. Das als Tipp Nummer 1. Ich würde auf jeden Fall für den Wheelie einen moderaten Gang wählen, sprich einen Gang ziemlich in der Mitte, dem ihr gut antreten könnt und auch gut aus dem Antritt nach oben kommt. Dann, wie gesagt, die Finger beide an die Bremse, weil mit der Bremse, wenn ihr nach hinten umkippen würdet und die Balance verliert, könnt ihr das Ganze mit der Bremse fangen. Wenn ihr aus der Bewegung hochzieht beim Reintreten, macht ihr dann die Arme lang und durch das Lenker weg und ranziehen balanciert ihr das Fahrrad. Wenn ihr merkt, ihr kippt nach hinten um, zieht die Bremse, macht die Arme wieder lang nach vorn, zieht wieder ran, um vorne etwas höher zu kommen am Vorderrad. Das Ganze braucht einiges an Übung, aber wenn ihr diese Tipps befolgt, dann sollte das Ganze ganz gut klappen. Trick Nummer 4 ist der sogenannte Manuell. Ist im Grunde genommen genau dasselbe wie der Wheelie, bloß dass ihr das Ganze nicht mit dem Treten unterstützt, sondern mit euren Knien und Beinen und Armen balanciert. Der Manuell ist also eine klasse Übung, um richtig Fahrradkontrolle zu bekommen. Nehmt die Finger an die Bremse, poppt das Vorderrad hoch. Ihr müsst da aus dieser angewinkelten Position so nach oben schnellen, das Fahrrad nach oben reißen und dann direkt in diese Balancehaltung übergehen, wo ihr immer mit euren Arm, Bein und mit der Bremse den Manuell kontrolliert. Sprich, wenn ihr nach hinten umfallt, tippt leicht die Bremse an, macht wieder nach vorn mit eurem Oberkörper. Wenn ihr nach vorn runterfallt, macht euch wieder lang nach hinten, streckt die Arme aus. Irgendwann habt ihr da so ein ziemlich gutes Gefühl dafür, wann ihr was machen müsst. Aber eigentlich geht alles aus dieser Bewegung.
Wenn ihr euch am Anfang noch nicht getraut, direkt mit Vollspeed in den Manuell zu gehen, dann macht genau das als Vorübung. Poppt erstmal ganz leicht euer Vorderrad hoch und wenn ihr das habt, dieses Hochschnellen in diese Manuellhaltung, dann fangt an, den richtig lang zu ziehen. Je schneller ihr anfahrt, umso länger bekommt ihr den Manuell auch hin und sucht euch irgendein Stück, was leicht den Berg runter geht. Für Trick Nummer 5 habe ich mal einen kleinen Location-Wechsel vorgenommen und bin wohin gegangen, wo es hier eine kleine Erhöhung gibt. Und zwar ist Trick Nummer 5 der Drop. Den Drop müsst ihr bringen, wenn ihr Mountainbike fahrt, weil ihr müsst immer, egal ob im Bikepark oder wenn ihr einfach nur durch den Wald shreddet, müsst ihr manchmal irgendwelche kleinen Stepdowns oder eben Drops, wo es 1-2 Meter nach unten geht, überwinden. Und wenn ihr das Ganze jetzt bei dem schlechten Wetter übt, dann seid ihr auf der sicheren Seite, wenn es im Frühjahr wieder losgeht mit Bikepark fahren. Ihr müsst mit einer relativ geringen Geschwindigkeit anfahren, macht einfach nur so ein paar Kicks mit den Pedalen und dann zieht ihr leicht den Lenker nach oben. Macht einen kleinen Bunny Hop, zieht den Lenker ran und landet smooth mit dem Hinterrad zuerst und dann mit dem Vorderrad. Das verringert einfach den Impact. Beim Aufkommen federt ihr leicht ein und dann habt ihr den. Wenn ihr euch nicht gleich getraut, große Höhendistanzen zu überwinden, dann springt erstmal nur von einem Bordstein oder von einem 2er oder 3er Treppenset. Übt da das Ganze vor und dann könnt ihr zu richtig hohen Dingern gehen oder könnt sogar ganze Treppensets überspringen. Ganz wichtig für große Drops später im Bikepark, da gibt es ja meistens Landungen, also versucht da nicht ganz so sehr auf das Hinterrad zu landen, sondern eher ein bisschen nach vorne runter. Trick Nummer 6, den ihr unbedingt können müsst, ist der Cardigan. Bekannt gemacht hat den der Namensgeber Tom Cardy, das ist der Buddy von Sam Pilgrim. Der Move ist auf jeden Fall nicht von mir kreiert, aber ich finde ihn ziemlich stylisch. Wenn man irgendwie Langeweile hat oder eine coole Streetline mit so einem Trick startet, dann peppt das Ganze auf jeden Fall ganz schön auf. Ich mache das Ganze so, dass ich das Fahrrad auf eine Seite ablege und die Kurbeln nicht so wie sie jetzt sind stehen, sondern genau so. Gehe mit dem linken Fuß Richtung Pedale, gehe mit meinem ganzen Körpergewicht nach innen in die Seite, wo ich hin will, ziehe dann mit meinem anderen Fuß gegen den Sattel, ziehe das Fahrrad da hoch, greife gegen den Lenker und lehne mich weiter in die Richtung. Wenn ihr euch nicht in die Richtung lehnt, wo das Fahrrad hin soll, dann fallt ihr wieder um. Zack. Bevor wir mit dem nächsten Trick weitermachen, ich musste erst mal kurz stoppen. Das Wetter wurde viel zu beschissen. Es nieselt leicht. Und beim Footage-Checken habe ich dann gemerkt, dass man es auf der Linse schon etwas gesehen hat. Deswegen sorry an der Stelle. Ganz wichtig, am Anfang vergessen, wenn ihr mir eure Tricks zeigen wollt, die ihr aus dem Video nachgemacht habt, dann taggt auf Instagram @lukasknopf und Hashtag lukasknopfbasics und dann kann ich mir angucken, wie das bei euch aussieht und euch eventuell auch noch einige Tipps geben. Trick Nummer 7, den ich euch lernen will, ist der Ninja Drop. Das ist halt echt ein cooler Trick, um irgendwo eine richtig coole Line zu beginnen oder einfach nur von irgendwelchen Sachen runterzuspringen. Zum Ablauf, wie ihr gesehen habt, nehme ich eine Hand vom Lenker, greife damit meinen Sattel an und ganz wichtig als kleine Vorübung, wenn ihr das irgendwo postet, muss das ja keiner sehen, aber checkt auf jeden Fall schon davor, dass eure Pedalen nicht irgendwie stehen, sondern genau so ausgerichtet, dass ihr diese gut treffen könnt. Nehmt das Fahrrad mit einer Hand an den Lenker, mit einer Hand an den Sattel, hebt es hoch, visiert einen Punkt an, wo ihr hinspringen wollt, dann schmeißt ihr das Fahrrad nach vorn, in derselben Bewegung springt ihr über das Fahrrad, visiert die Pedalen an und landet auf diesen. Was ihr gerade gesehen habt, nämlich den Ninja Drop im Flat, ist die perfekte Vorübung. Und wenn ihr das gut beherrscht, dann steigert euch. Trick Nummer 8 ist beim Streetfahren der Basic-Trick schlechthin und den könnt ihr auf so einer Fläche perfekt üben, und zwar ist das der 180, bei dem ihr, wie der Name schon sagt, euch 180 Grad dreht, und da ihr ja eher im Video schon den Fakie gelernt habt, zieht ihr einfach nur aus dem 180 ab und kombiniert das Ganze dann mit dem Fakie, fahrt erst halt rückwärts weiter, macht den Fakie und dann fahrt ihr wieder normal den gewohnten Weg.
Tipp von mir, ich habe den linken Fuß vorn und drehe mich nach rechts. Wenn ihr den rechten Fuß vorne habt, dann dreht euch nach links ein. Ihr müsst auf jeden Fall den Bunny Hop gut beherrschen, damit ihr schön abziehen könnt. Ihr guckt in die Richtung, wo ihr hin wollt. Ich jetzt eben nach rechts, über die Schulter, hoppt den Bunny Hop voll los. Erst mit dem Vorderrad abziehen, dreht euch über eure Schulter, guckt Richtung Hinterrad, zieht das Hinterrad nach, kommt wieder auf, dreht den Lenker ein, wie beim Fakie, zieht die Bremse, zieht rum und fertig. Da ihr ja jetzt Tricks wie Stoppie, Fakie und 180 beherrscht, macht es nur Sinn, die 3 zusammenzunehmen zum Stoppie 180 to Fakie. Der Ganze sieht so aus. Ihr fahrt praktisch mit etwas Schwung an, zieht die Vorderbremse, macht einen Stoppie und dreht euch aber jetzt beim Stoppie 180 Grad ein in die Richtung, wo ihr auch normalerweise den 180 hin macht. Ganz normal wie beim Stoppie erklärt. Lehnt euch, soweit es geht, nach vorn. Aber nehmt jetzt schon beim Stoppie den Schwung mit, um euch in die Richtung hin einzudrehen, wo ihr hin wollt. Setzt das Fahrrad bei 180 Grad wieder ab und fahrt mit dem Fakie wieder normal weiter. 10. und letzter Trick für heute ist der Crank Flip. Der Crank Flip ist genau das hier. Nämlich, ihr dreht eure Kurbel, eure Cranks, eine Umdrehung nach hinten, fangt diese wieder auf. Und ich würde sagen, das ist ein Trick, wo ihr später auf den Trails richtig was an Stylepunkte dazu gewinnt, wenn ihr zwischendrin bei einer Abfahrt einfach einen Crankflip mit reinknallt. Das mache ich zum Beispiel ziemlich gern. Wenn ihr den Crankflip macht, springt ihr ab, bringt euch in eine aufrechte Position über dem Rad, zieht mit eurem Fuß die Pedale ganz leicht so nach oben, kippt den Fuß nach vorn ein, dass ihr ungefähr so eine Stellung habt. Und dann könnt ihr die Kurbel easy nach hinten drücken und die kommt wieder eine Umdrehung rum. Ich fahre zum Beispiel dafür keinen schweren Gang, sondern einen relativ leichten, sodass die schneller rumkommt. Hierfür als kleine Vorübung, macht euren Sattel ein Stück höher, sodass ihr drauf sitzt. Fahrt dann einfach eine Straße entlang und macht einfach im Sitzen ohne Bunny Hop einfach mal einen Crankflip. Richtet den Fuß nach vorne, zieht etwas an, kickt nach hinten, fangt es wieder auf. Das ist der ganze Trick. Das war's jetzt auch schon mit den 10 MTB-Tricks, die ihr unbedingt können müsst. Ich wünsche euch viel Spaß beim Rausgehen, beim Üben. Wenn Netflix jeden Tag mal eine halbe Stunde länger wartet und ihr dafür die Tricks übt, seid ihr nächstes Jahr richtig gut vorbereitet, wenn es wieder heißt, ab in den Bikepark. Taggt @LukasKnopf und #LukasKnopfBasics, wenn ich mir das Ganze bei euch mal angucken soll. Klickt hier, wenn ihr alle meine neuesten Videos nicht verpassen wollt, und abonniert den Channel. Klickt hier, wenn ihr weitere Bike-Trick-Videos sehen wollt. Ding, 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 ding. Ich wünsche euch viel Spaß, danke fürs Zuschauen, haut rein!